Hallo, heute machen wir diese leckeren Wiener Schnitzel. So, als erstes fangen wir mit dem Kalbfleisch an. Die Schnitzel habe ich jetzt bereits abgewaschen und mit Zewa trocken getupft. Jetzt gilt es, sie noch schön zu klopfen. Die sind zwar schon recht dünn, aber durch das Klopfen kriegen wir das Fleisch auch so noch so ein bisschen geschmeidiger und bringen noch ein bisschen mehr Form rein. Damit du dir nicht die ganze Küche dreckig machst und später alles sauber machen musst, weil es gespritzt hat, zieh mal mit weg, mache ich jetzt immer noch mal Frischhaltefolie drüber. Und klopfe es so. Mit einem Fleischklopfer, wenn du keinen Fleischklopfer hast, kannst du es auch mit einem Löffel versuchen oder einer Dose oder einer Tasse. Achtung, wird laut. Schauen, dass du sie möglichst schön gleichmäßig klopfst und vielleicht auch so noch eine bisschen schönere Form bringst, als sie vorher waren. So, das reicht hier jetzt schon. Die Frischhaltefolie einfach zur Seite legen und dann kannst du sie gleich nochmal verwenden. Entweder lässt du die Schnitzel jetzt so groß, ich halbiere die immer noch mal, weil ich sie gerne ein bisschen kleiner mag. Ist ein bisschen einfacher zu essen und je nachdem, wer so da ist. So. Und das machst du jetzt erstmal mit allen Schnitzeln und dann sehen wir uns gleich zum Panieren wieder. So, jetzt nachdem ich meine Schnitzel alle komplett fertig flach geklopft habe und ein bisschen kleiner geschnitten habe, habe ich hier eine Panierstraße aufgebaut. Hier habe ich jetzt Mehl mit ungefähr einem Teelöffel Salz, Pfeffer und noch ein bisschen Paprika edelsüß. Die Gewürze musst du je nach Geschmack dir in das Mehl mit reinmischen. Ich mache das immer so, damit ich nicht diese Action habe, dann irgendwie da 5 Sachen anzufassen und alles dreckig zu machen. Dann habe ich hier Eigelb und hier habe ich Paniermehl. So, man startet damit, dass man ein Schnitzelchen nimmt, das erstmal in Mehl wendet, von beiden Seiten. Guckt, dass da überall genug dran ist. So. Dann zieht man es eine Runde durchs Eigelb. Gucken, dass auch überall schön Eigelb dran ist, weil nur am Eigelb bleibt dann im Endeffekt auch später die Panade hängen. Und ein Schnitzel muss ja ordentlich paniert sein. So, ein bisschen abtropfen lassen und jetzt im Paniermehl wenden. Dort schön reindrücken. Noch mal von der Seite noch so ein bisschen dran. Panieren ist per se immer keine saubere Angelegenheit. So. Richtig schön andrücken. Den Backofen kannst du jetzt auch schon auf 220 Grad Ober-Unterhitze einstellen, damit er schon mal vorheizt, da wir die Schnitzel ja im Backofen zubereiten. So legen wir die Schnitzel jetzt erstmal aufs Backblech und das machst du jetzt erstmal mit allen Schnitzeln. So, hier sind dann jetzt unsere fertig panierten Wiener Schnitzel und jetzt habe ich hier geklärte Butter, die habe ich auch noch mal kurz in die Mikrowelle, damit die Schnitzel betupfen. Ein bisschen Fett braucht es natürlich, aber es ist trotzdem wesentlich weniger und vor allem wesentlich sauberer, als wenn du das Ganze in der Pfanne machst. Statt geklärter Butter kannst du natürlich auch Butterschmalz nehmen, wenn du das lieber magst, oder auch Sonnenblumenöl. Es muss hier auch nicht ganz so viel, weil wir drehen die jetzt gleich nochmal um. So, das machen wir jetzt erstmal hier über alle. So, jetzt erstmal alle Schnitzel umdrehen. Das ist auch so ideal, wenn du Gäste bekommst, kannst du mega gut vorbereiten und dann einfach kurz bevor es serviert wird in den Ofen schieben. So, auf die Seite natürlich jetzt auch noch ein bisschen. Hier jetzt nicht mehr ganz so viel, weil auf der unteren Seite haben wir ja ein bisschen mehr gemacht.
Und wir drehen die Schnitzel dann auch während der Backzeit ja nochmal um. So und so kommen unsere Schnitzel jetzt für 15 bis 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Ich würde sie nach 5 Minuten schon mal umdrehen, damit sie auch wirklich auf beiden Seiten goldgelb werden. Und dann sind hier unsere fertigen Wiener Schnitzel. Ich wünsche dir einen guten Appetit und bis zum nächsten Mal.